Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr Schweine habt einen wunderschönen Tag gehabt. Allerdings werde ich jetzt euren Tag noch besser machen, weil das Wissen, das ihr denkt schon zu besitzen an Fastfood, an Essen und so weiter und so fort, werde ich erweitern, ihr Fetz. Ich werde es größer machen und in euch reinsaugen. Weil heute geht es darum, wie ihr am besten in der Schule eure Matheaufgaben löst. Nein, heute geht es darum, die 10 größten Fastfood-Failures, steht da sogar am Titel. Die größten, wirklich, die alle übel reingeschissen haben, wo McDonald's, Burger King absolut ins Klo gegriffen hat. Um die geht's heute. Ich kenne schon eine Sache in meinem Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ananasburger drin vorkommt. Der Ananasburger, da haben wir mal ein Video zugeguckt, Leute. McDonald's hat mal einen Ananasburger gehabt, in den 60ern war das. Ja, richtig geisteskrank. Und die hatten die nur einen Tag drin. Nur einen einzigen Tag. Digga, mal gucken, ob das drin kommt. Ananasburger hätte ich schon sehr gerne mal gegessen. Klar, wäre der widerlich gewesen. Aber oh mein Gott, einmal rein und gucken, wie der schmeckt. Wäre trotzdem interessant gewesen, ihr Fettsäcke. Und das Video ist allerdings leicht auf Englisch. Ist kein schweres Englisch. Man, guys, fat boys, man, you're fat, I'm fat. The English we'll handle. We'll handle English, man. So, go back with your chair, take your food. Dolls has pasta dinners. Lots of spaghetti with delicious meatballs. Fast food Lol, hab ich das gerade gesehen? Darauf habe ich Bock, Alter. McDonald's, Spaghetti mit Hackbällchen. items have the ability to become major hits, like the Big Mac or the Baconator. The Baconator. Warum wird mir sowas in Deutschland nicht gezeigt? Wendy's gibt es in Deutschland nicht. Ja, irgendwann vielleicht aber. Und die Baconator, verdammte Scheiße, ich will den Baconator in meinem Mund haben. However, sometimes the choices fast food restaurants make are more flopper than whopper. Where did you get that? The clown gave it to me. Here are some of those very epic fails. The 10 biggest fast food failures of all time. Long John Silver's Big Catch Meal. Welcome aboard the ship of lost souls. This Was für ein Scheiß ist das denn? Also ich muss sagen, ich kenne den Laden leider nicht. Aber du hast hier Pommes, okay, so, aber ich muss auch sagen, die haben so die Streifen dran gelassen von den Kartoffeln. Und dann alles mit Käse überbacken, irgendwie vielleicht 2 Käsebällchen dazu oder was. seafood monstrosity. Ach, es ist Seafood. Ja gut, Digga, wollt ihr Fish and Chips machen oder was? Monstrosity was added to the Long John Long John. Sie haben so ein Porno-Darsteller. Long John. Silver's menu in 2013. It contained a 7.5-ounce piece of haddock. Ich weiß nicht, ich muss sagen, das sah zwar nett aus, natürlich, es sieht alles in der Werbung gut aus. Da, guck mal, die jongliert da mit den Zwiebelringen und ich denke mir so, oh, aber ihr wisst selber, also, ey, ganz ehrlich, es ist oft natürlich auch alles verarschen in der Werbung, ist ja auch okay, man muss das ja natürlich immer alles irgendwie so verkaufen. Mir geht es aber um eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, und zwar Fish and Chips. Fish and Chips, oh, ich habe wirklich Fish and Chips selten gegessen, aber wenn ich mal gegessen habe, war es widerlich. Also, wenn ich mal in England sein sollte und da irgendwie foodmäßig unterwegs natürlich bin, ne, dann will ich mal wirklich gutes Fish and Chip haben. Weil ich Fish and Chips haben, das ist ja so beliebt da, ne? Ich habe so grausames Fish and Chip mal gehabt. Ich hatte vielleicht ein Tag in meinem Leben Fish and Chip und es war so schlecht, also ich habe es zu vergessen schon wieder gehabt. Das war aber auch dann irgendwie so übel hingeklatscht, natürlich nicht original und so. Ah, Digga, ich brauche gutes Fish and Chip in meinem. Served with a pile of onion rings and a side of hush puppies. Hush Puppies, okay, sind das jetzt Käsebällchen? John Silver's described the meal as the largest fish we have ever offered Ach, Digga, das sieht so kriminell lecker aus eigentlich. and claimed it was a game changer. The Big Catch Meal was launched in May and was discontinued by August of that same year Warum das denn? Das war doch eigentlich ein netter Fisch. to a significant backlash. It turns out that Long John Silver's was also serving up a shockingly unhealthy amount of calories and fat. Ja, was denken die Leute denn? Natürlich ist da viel Kalorien und Fett drin. Das Ding ist scheiße nochmal frittiert. Catch Meal contained more trans fats than the average person should eat in 2 weeks. Wie viele Kalorien hatte das Ding denn bitte? Das hatte mehr Fett, als ein normaler Mensch in 2 Wochen essen soll. Bitte, was haben die da reingeklatscht? Das ist ja nicht mehr normal. Ja, frittiert, okay, aber was haben die da reingeklatscht? Much too greasy. Even the smell of it makes me feel physically sick. A lot of this was attributed to the fact that these items were cooked up in a big vat of partially hydrogenated frying oil. By the end of 2013, Long John Silver's agreed to look into new oil for their fryers that would replace hydrogenated oil in their restaurants. Ich weiß nicht, was Hydration Oil ist, aber anscheinend haben die so ein Öl benutzt, wo es frittiert da drin haben, wo die richtig reingeschissen haben, weil die Scheiße viel zu fettig war. Ja, ist aber auch wirklich eklig, wenn, dann kennt ihr das, wenn die Sache frittiert ist, natürlich lecker, aber wenn es so fett durchzogen ist, dass ihr wirklich reinbeißt und dieses Fett spritzt sich schon in die Fresse, so das Ölfett meinen wir jetzt, nicht dieses geile Dönerfett zum Beispiel, sondern dieses Ölfett. Ja, das ist natürlich dann scheiße, ne? This meal was actually panned as the worst restaurant meal in America by the Center for Science in the Public Interest. Alter Schwede. Well, that's hardly the image we want for Long John Silver's. Pizza Hut's gourmet Pizza Hut kennen wir ja. brand. That's the gourmet cooking for you. Pizza Hut is basically known for serving Oh, Digga, diese Werbungen machen mich kaputt, Mann. Ich muss aber sagen, ich habe Pizza Hut
jetzt in letzter Zeit ab und zu mal gegessen, auch für das 16 Pizzen-Video, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Pizza ist geil. Ich weiß nicht warum, ne? Ich finde Pizza ist so ein Essen, irgendwie, das hau ich mir in ein Tiefkühlfach, das hau ich mir selber in den Ofen oder bestell's mir. Aber so wirklich jetzt zu einem Pizzaladen zu gehen, finde ich irgendwie als deutscher Almanos, nein, aber wisst ihr, was ich meine, hinzugehen und eine Pizza zu phrasen, klar, du gehst auch mal zum Italiener und so, aber ich weiß nicht warum, irgendwie fühle ich das gar nicht. Ich denke mir so, wenn ich schon was essen gehe, dann gehe ich, keine Ahnung, nicht Pizza essen. Ja, jetzt hört sich jetzt richtig scheiße an. Einige von euch würden sagen, was? Ich liebe Pizza über alles, du Fettsack. Aber vielleicht werden so einige fühlen, irgendwie, wenn ich essen gehe, dann, ich weiß nicht warum, ich habe so oft in meinem Leben eine Tiefkühlpizza schon gegessen, dass ich Pizza schon teilweise darauf beschränke. Natürlich gibt es mega geile Pizzen und geile Läden und bam, und Pizza ist unfassbar. Ich glaube, Pizza ist das zweitbeliebteste Fastfood der Deutschen. Aber trotzdem, ich bin in meinem Leben noch nie in Pizza Hut gesessen und gegessen, sondern ich habe es immer nur höchstens mitgenommen oder halt für ein Video gemacht. Pizza Hut ist geisteskrank geil. Ultra lecker. Aber wenn ich rausgehe, ich weiß nicht warum, ne? Dann gehe ich eigentlich nicht zur Pizza Hut. But in 2014, after declining sales, they decided they wanted to appeal to foodie millennials and updated their menu to include new artisan options. They dubbed this rebrand Flavor of Now. Some of these artisan toppings included honey sriracha sauce, Peruvian cherry peppers, and Asiago crust. The company even reached... Das hört sich doch voll gut an. Hat die gerade gesagt, eine geile Sauce? Pepperonis, Asia crust? Das hört sich doch eigentlich ganz nett an alles. ...and Asiago crust. The company even reached out to some of the more trendy food trucks in New York City to help suggest menu flavors and items that would appeal to the hip foodies out there. Achso, so eine scharfe Pizza oder was? Expecting someone with some sort of vehicle, but not this. However, at the end of May 2014, the CEO of Pizza Hut's parent company, Yum Brands Incorporated, Yum Brands, admitted at a conference in New York City that the rebrand was not working. That's a terrible call. What was once referred to as the biggest rebrand in the company's history was now the biggest flop they'd seen, at least in a long time. It turns out that they neglected one major... Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade über Pizza ein bisschen abgerantet. Digga, guckt euch mal diesen dicken, fetten Rand an. Ich muss sagen, mein Englisch hat gerade völlig ausgefallen. Irgendwie Pizza Hut hat irgendwie mit solchen Schwänzköpfen sich gegenseitig da irgendwie vermischt und so alles in den Arsch gegeben. Their target audience just wanted cheap, greasy pizza. Within a year, Pizza Hut ended up making a complete reversal back to their original. Ja, das will ich sehen. Also, die haben sich anscheinend mit irgendwelchen Leuten zusammengetan, hat reingeschissen wie sonst was und die haben sich jetzt zurück hier zu ihrem Ding gejagt oder so. Ja, also ich mein Englisch gerade jetzt gesagt, ja, Englisch ist mir schwer, weil mein Englisch ganz richtig rein versagt. Menu. McDonald's Pizza. Ja, das wollen wir wissen. Das ist interessant. McDonald's has lots of stuff for dinner. Like new film. Habe ich aber auch schon öfter gehört von, wer mir selber YouTube-Videos dazu guckt. Digga, Pizza McDonald's. Es gibt ja irgendwie den größten McDonald's der Welt. Da will ich eigentlich schon gerne mit euch hin, ne? Und bei dem gibt's einfach gibt's einfach Pizza. Irgendwie, was hatten die alles? Die hatten sogar Pasta und so. Ey, ich hätte so Bock. Ich liebe ja sowas. Ich war jetzt auch beim größten Ikea, habt ihr mitbekommen. Hoffentlich, ihr Fetziger, dass ihr auf Evanio das Video geschaut habt. Und ich hätte so Bock. Ich liebe es so, dieses Außergewöhnlich nochmal anzugucken und zu gucken, hier und da, ich hätte so Bock auf den größten McDonald's. Size pizzas. With the rise of pizza chains at this time, the company decided it wanted to tap into this corner of the dinner food market and introduced their own pizza. Ja, ich würde es gerne testen, ja. Bei diesem größten McDonald's der Welt, erinnert ihr euch noch dran, da gab es auch so einen Steinofen und so. Also wirklich gut gemacht, sagen wir mal, für McDonald's. Also was verdenken wir? Allgemein für Pizzafeld. Ich meine, Steinofen ist ja niemals eine schlechte Idee. Ich muss aber sagen wir jetzt, ich gehe zu meinem McDonald's hier in meiner Nähe oder wie auch immer und die bieten Pizza an. Digga, das ist doch eine Fertigpizza in der Fritteuse reingehauen. Early 1990s, McDonald's implemented it in a portion of their Canadian and American locations. Pizza time. However, there were a lot of complications that came with this decision. Oh no, welche Complications? First, there was an equipment issue. Ja, hier denke ich mir halt auch, wo willst du denn die Pizza hinstellen? Okay, sagen wir in den Ofen, dann ist aber auch so übertriebene Tiefkühlware, ne? Also, ganz ehrlich, warum soll ich mir McDonald's eine Tiefkühlpizza für 5 Euro holen, wenn ich mir auch eine Pizza für 2 Euro holen kann? So, wisst ihr, was ich meine? McDonald's pizza required a new oven to cook, which was designed to quickly cook pizza dough from frozen within 6 minutes. Das ist doch Quatsch. Vor allem eine Pizza in 6 Minuten, die ist doch halt nicht mal halb durch. This is good. Yeah. It meant that every single restaurant location would have to obtain a new oven and find room for it in their kitchen. Next, there was a drive-through issue. The boxes designed for the pizza didn't fit through the window, which meant that they had to be expanded. Wie kacke. Digga. Man sagt ja, 60% werden von Drive-Ins, also 60% der Umsatzsachen so, ne, wird von Drive-Ins, durch Drive-Ins gemacht, ne? Weil die Leute einfach arschfaul sind. Ich liebe auch mittlerweile durch Führerschein Drive-Ins. Aber die Pizza hat da nicht durchgepasst. Da musst du nochmal das erweitern oder halt raus. Das ist ja alles zeitaufwendig. McDonald's ja schnell machen. Außer wenn du im Drive-In eine Pizza bestellst, dauert es ja wieder 6 Minuten, bis die fertig ist. Called for more renovations. The pizza also took a total of 11 minutes
minutes to cook Sogar 11 Minuten, nicht 6. and prepare, which is way too long to keep up with drive-through times. People frequently had to pull over and wait a long time for their pizzas. Not only was this a flop, but it angered many popular pizza chains and prompted them to create smear campaign-style ads against McDonald's. That was like watching Die Leute. Ronald McDonald eat a cheeseburger off the Grimace. I'm serious. Burger King's Oh, Burger Kings Halloween Whopper. Oh mein Gott, warum ist der denn gescheitert? Halloween Whopper. Juicy, flavorful, with just a hint of... In 2015, Burger King was consumed by the Halloween spirit. It resulted in the Halloween Whopper being Der added sieht doch übergeil aus. Guckt euch mal an, wie der aussieht. to the menu. It was your average Whopper, but it was served on a spooky black bun. Ja, To geil. achieve the dark hue, the buns were infused with A1 steak sauce. The burger itself also came in a cute mummy-themed wrapper as an added bonus. It turns out that the burger was more nightmare-inducing than anticipated. Oh nein, aber irgendwie das Fleisch irgendwie schlecht oder? Also der Burger, oder? Welcome to my world. Customers began to report that the black Whopper was turning their poop green. Oh, shit. Ja, okay, fuck. Oh, no. Oh, Digga, schau, du kackst einfach grün. Ja, gut, ne? Oh Mann, das ist natürlich verschissen. Die müssen irgendwie in den Griff kriegen, dass du halt nicht am Ende grün scheißt, was das wahrscheinlich nicht, das hört sich nicht gesund an. Neon green. The reason for this was the dye in the sauce. However, according to some nutritionists, a typical serving of A1 steak sauce doesn't contain enough dye to have this effect. The consensus was that Burger King was clearly using a concentrated version in their buns. Now, the Ach, scheiße. Oh Gott, die haben an den Fallschnecken gespart. green poop wasn't really a health hazard. It just came as more of a shock to people who were not mentally prepared for the experience. Ja, okay, war nicht ungesund, aber war ja, Digga, trotzdem, wenn ich hier auf Toilette gehe und da ist alles plötzlich grün, dann würde ich schreien. Wirklich, das ist genauso, wenn irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr den Po abwischt und plötzlich ist da Blut dran, dann denkt ihr auch so, scheiße. Domino's Oreo Dessert Pizza. Was? Nein! Oh mein Gott, hätte ich die gern getestet. Cookies the best. 2007 was an interesting year. And we Das iPhone kam raus. are calling it iPhone. For iPhone. $3.99, you could order a giant pizza-sized cookie from Domino's. It was served as an addition with any purchase. The Oreo dessert pizza consisted of a warm, giant chocolate chip cookie slathered in Oreos. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde Oreos haben ein bisschen zu kranken Hype. Ja, Oreos sind lecker und ein geiler. Aber ich muss sagen, nach 5 Oreos habe ich gar nicht mehr so Bock drauf. Wisst ihr, was ich meine? Weil Oreos mir auch zu krank süß sind. So. Ich weiß nicht, aber auf Pizza. Naja, Nutella-Pizza ist eine geil gewesen, habe ich auch schon mehrmals getestet. Oreo-Pizza, guck mal, das Ding ist, ich finde, das sind alles keine Failures für mich. Für mich sind das Sachen, die ich alle super gerne testen würde. Ich habe euch schon erzählt, dass ich einen kleinen Fetisch habe. Ich will einfach hier das Mikrofon lecken. Nein, aber ich liebe es ja einfach, diese neuen Sachen oder diese geheimen Sachen oder die Sachen, die so crazy, so eine Scheiße sind, die liebe ich einfach zu testen, einfach zu gucken, wie es schmeckt. Aber ich stelle mir eine Oreo-Pizza unten warm, oben dann so abgekühlt. Stell mir vielleicht auch nicht so hammermäßig vor, kein Wunder, dass es natürlich reingeschissen hat wie sonst was. Probiert hätte ich es aber unfassbar gerne. And super sweet, sticky vanilla syrup. Most Das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Vanillesoße rauf, was soll denn so ein Scheiß? Wisst ihr, das kackt mich auch richtig an bei einigen Produkten, dass da immer so Vanillesoße raufgeknallt. Was soll denn das? agreed that this concoction was way too sweet and also Boah, das sagen die too Amerikaner. chewy. According to some reviews, the cookie portion was also pretty bland. It's that signature creamy filling that we really care about. So when you take it out of the equation, it's not the same. Okay. Overall, it was unappealing and didn't last very long on the menu. Doesn't feel like there's much love in Domino's Pizza. While Domino's has developed a substantial reputation for affordable pizza delivery over the years, it has never really been known for its desserts. It seems as though they've Leider. taken the hint. After trying to launch other types of dessert pizzas over the years, the company has seemingly decided to stick with brownies, Cinnasticks, Boah, geil. Ich muss echt sagen, ne, Domino's hat kein geisteskrankes Dessert. Ich glaube, in Deutschland sogar gar nicht. In Deutschland gibt es, glaube ich, kein richtiges Dessert. Das ist auch wieder ein amerikanisches Ding. Brownies mit hier Zimt und Sticks und Lava Cake. Och, Digga. Und gibt's ja nicht aus in Deutschland. So ein geiler Lava Cake von Domino's hätte ich auch schon gerne in meinem Mund gehabt. and lava cake for the time being. Eat a pizza once in a while. McDonald's spaghetti. Was? Das ist doch Hammer. Ey, das ist doch der Knaller. Wusstet ihr,
das einzige Land, das mittlerweile noch McDonald's Spaghetti und so verkauft, ist einfach in den Philippinen. Über random, nicht irgendwie Italien oder sonst was. Ich muss auch sagen, ich habe mich gefragt, warum in Italien keine Spaghetti verkauft wird. Ihr wisst es. Digga, die Italiener würden durchdrehen. Die lieben diese McDonald's anzünden. Deswegen in den Philippinen, allgemein oder in asiatischen Ländern wird ja sehr, sehr gerne Nudeln gegessen oder auch, ihr wisst schon, Rahmen, alles in die Richtung halt, ne? Und da gibt es noch Spaghetti-Pommes. Spaghetti-Pommes, Digga. Leute, es ist 30 Grad, ich schwitze mich hier tot. Da gibt es noch Spaghetti in den Philippinen und das hätte ich so Bock zu probieren. Aber ganz ehrlich, Leute, nur wegen McDonald's Spaghetti nach Philippinen zu fliegen, wäre halt auch irgendwie ein bisschen bescheuert. McDonald's new pasta dinners with your favorite meatball. In the 1970s, McDonald's decided to develop McSpaghetti. The dish was long spaghetti noodles covered in marinara sauce, topped with shredded cheese and served in a cardboard container. Das sieht werbungmäßig, ne, natürlich wieder geisteskrank aus, aber ich glaube, diese Nudeln sind richtig so weich gekocht, so richtig weich. Und dazu dann noch irgendwie so eine hingeklatschte Tomatensauce und ein bisschen Käse. Vor allem, Digga, wie kann man denn so mit Käse geizen? McDonald's geizt ja schon mit geisteskrank mit Soße, ne? Aber wie kann man denn so frech mit Käse geizen? In the late 1980s and early 1990s, McDonald's decided to give it another try. They launched McSpaghetti in some locations across the United States, mostly the South. When don't you like spaghetti and meatballs, huh? This time, they tried a few varieties, including lasagna and Und ich hab das alles nie mitbekommen, weil ich nicht geboren war. Alfredo. These products were launched in those locations to be tested over the course of a year. But like the McPizza, people do not go to McDonald's for Italian food. This item was taken off the menu pretty quickly. Still, McDonald's did try to bring back their McSpaghetti in other locations around the world. You can try it yourself, but you have to go to the Philippines. Ja, sag ich doch. Philippinen, Leute, das ist es. Auf in die Philippinen eigentlich. Das muss eigentlich durchgezogen werden, ne? Das wäre auch ein sehr geiles Video. Aber das ist überraschend, dass ich alles geplant habe, ihr Fettsäcke. Geiles Video! Die anderen Sachen, muss ich sagen, die anderen Locations sind alles amerikanische Shops, die ich jetzt nicht so kenne. Super, super nices Video, Alter. Und die McDonald's-Spaghetti, die will ich haben. Das war kein Fail, McDonald's. Vertraut mir, bringt die wieder raus. Ich würde es einziger probieren. Bringt einen Döner raus von McDonald's und ich wäre der Erste der Schlange. Leute, Küsse. Ich hoffe, ihr habt Spaß bekommen zuschauen. Das waren die Fails von McDonald's, Burger King und so weiter und so fort. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.